Willkommen zu diesem Video. Ich möchte euch heute ein Projekt von mir vorstellen, und zwar Joey's Slime Venture. Das ist ein Pixel Art 2D-Plattformer Adventure Game in Godot. Ich würde euch das gerne vorstellen. Ich wünschte mir, es entwickelt sich eine Fanbase daraus. Vielleicht gibt es da auch einige interessierte Entwickler, die gerne mitarbeiten möchten. Genau, worum geht's? Also, ihr habt das Open Source, ist auf GitHub. Hier unter ponsec/Joey's Slime Venture. Die Sache ist, ich möchte es nicht dauerhaft Open Source lassen. Ich würde es gerne irgendwann im Laufe der Zeit, wenn das ein bisschen besser geworden ist, auf Steam veröffentlichen. Ich würde mich dennoch über die Community freuen, wenn ihr mit daran entwickeln könntet, weil mehr Köpfe können einiges mehr leisten als ein Kopf alleine. Ich habe diesen Dev, da kommen alle neuen Features, die ich gerade, also wirklich Lifetime gerade entwickle. Hier kommt alles rein, was halbwegs fertig geworden ist, so dass man es testen kann, vernünftig testen kann. Und erst dann, wenn die ganzen Features, also hier könnt ihr immer gucken nach den neuesten Sachen im Feature Branch. Dev ist noch zu unstable. Im Feature Branch sollte relativ stabil sein, da wird es einige Bugs geben. Aber in Main wird es auch einige Bugs geben. Aber hier kommt eigentlich dann das fertige Produkt immer reingeschoben, die großen Updates. Die Sache ist, ich werde das erst richtig dann ausführen, wenn es auf Steam ist. Warum mache ich das Ganze? Wie bin ich dazu gekommen? Ich hatte vorher schon in Unity dieses Backrooms-Spiel programmiert. Allerdings habe ich leider meine Gamefiles verloren und habe nichts gespeichert gehabt. Ich hatte noch kein GitHub damals. Wollte ich eigentlich dann neu machen. Hat ein Kumpel zu mir gemeint, hey, benutzt doch Godot. Ich war so, was ist Godot? Habe mich damit auseinandergesetzt. Habe das erste Mal angefangen zu programmieren und dann ist das hier entstanden. Joey's Slime Venture. Das war erst nur eine Katze, die ist ein bisschen rumgesprungen und dann hat sich das immer mehr und mehr aufgebaut zu diesem Spiel, was ich euch jetzt gerne vorstellen würde. Also, was haben wir hier? Wir haben einen Startknopf, einen Settings-Knopf. Hier könnt ihr Settings vornehmen. Wir haben die Credits. So, ein paar Sachen. Ja, Herr Döring, ne, falls du das siehst. War nur eine Zeile Code, die du bisher gemacht hast. Game Engine ist 4.4. Hier Exit. Matchmaking funktioniert aktuell nicht. Es hat mal funktioniert. Ich hatte mit ein paar Kumpels das getestet. Dann die UUID. Wofür ist die? Auf meine Website gehen, joyslimeventure.com, da findet ihr alles. Da könnt ihr es sogar im Browser selbst zocken. Also da könnt ihr es mal testen. Und hier unter Reward gibt es immer tägliche Belohnungen. So, was gibt's heute? Nur ein Gold Nugget. Naja, das ändern wir mal kurz. So, ich aktualisiere mal. Also, das ändert sich alle 24 Stunden. Immer Punkt 0 Uhr gibt es neue Items. So, was haben wir? Bad Artifact, Bad Clone, Copper Nugget. So, die kriegt man über die API. Dafür braucht man diese UUID. Die generiert sich automatisch, keine Sorgen, müsst ihr nichts machen. Wenn wir jetzt reingehen, dann bekommen wir diese Items per API zugedroppt. Guckt über den Spielerkopf. Habe ich es schon bekommen? Ich habe es schon bekommen. Ging leider zu schnell. So, jetzt haben wir hier ein paar Items. So, die haben auch unterschiedliche Fähigkeiten. Zack, 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 zack. Gucken wir uns gleich an. Als erstes sind wir ein kleiner Slime, der schon, wo es gerade Probleme gibt. Einen Moment. Ja, jetzt. Okay, gut. Atmosphäre ist da. So. Wir sind ein kleiner Slime, der hier durch die wunderschöne Welt navigieren kann, wie ihr sehen könnt. Wir haben ein paar Fähigkeiten. Zum Beispiel umgibt uns andauernd diese magischen Partikel. Die haben Funktionen, die sehen schön aus. Wir können leuchten mit F. Das heißt, das hat was mit diesen Partikeln zu tun. Dort können wir wunderschön leuchten. Und mit diesem Leuchten haben wir eine Fähigkeit. Zum Beispiel, guckt mal hier, guckt mal hin. Ich leuchte jetzt mit F. Es verbirgt sich dort hinter eine Falle. Die kann man vorher gar nicht sehen. Die ist 100% unsichtbar. So, ihr habt auch schon gesehen, Wall Slide haben wir, Wall Jump. Ich komme noch drauf ein. So. Wenn wir jetzt aber gegenspringen, dann werden die kurz sichtbar und verschwinden wieder. Aber wenn ihr genau hinguckt, sind sie noch ganz leicht sichtbar. So, mit Leuchten können wir also Fallen aufdecken. So, wie hier zum Beispiel. Was können wir mit Leuchten noch machen? Gegner anziehen. Das heißt, man muss immer abwägen, leuchte ich oder leuchte ich nicht. Ich habe jetzt schon jeden Skill, den ich bisher implementiert habe, freigeschaltet. Ich zeige euch das mal kurz, wie das aussieht, wenn man noch nichts hat. Okay, genau, und so spawnen wir in dieser Welt. Ihr habt natürlich noch keine Items, die habe ich jetzt erstmal gelassen, um die noch zu erklären.
Und wir können nix. Wir können nicht leuchten. Wir fallen auf einmal an Wänden runter. Ich kann keinen Walljump. Ich kann nicht leuchten, um die Falle sichtbar zu machen. Aber was wir können, ist durch diese Tür gehen. Und jetzt neuer Skill verfügbar. Glow. Ich drücke jetzt F. Passiert noch nichts. Ihr könnt es rebinden. Mit L öffne ich diesen Skill Tree hier. Jetzt kann ich hier Glow sagen. Also es ist verfügbar, aber noch nicht aktiviert. Das sieht man ein bisschen daran, es wird gleich, so, das wird grün und das ist heller. Genau, und jetzt können wir tatsächlich leuchten. So, wenn ich jetzt mal hier zum Beispiel leuchte, zack, die erste Falle, dann sehe ich hier die zweite und hier müssen wir, also wir können sprinten, ne? Wenn wir jetzt hier so, oh, fuck, jetzt sind alle Items weg. So, ne? Wir können hier so springen, das haut gerade noch so hin, wie ihr seht. Oh mein Gott. Und mit Shift, also Shift gedrückt halten, könnt ihr weiterspringen. Uiuiui. Genau, und dann gehen wir ins nächste Level mit E. Neue Skills verfügbar. Und jetzt seht ihr hier, es ist potenziell hier und hier ein Weg verfügbar. So, wir machen mal Wallslide an. Und jetzt ist es dieser Weg grün geworden. Und jetzt können wir hier und hier. Ich mache einfach mal alles voll. So, was haben wir freigeschaltet? Wallslide ist einfach nur einmal, dass wir hier lang rutschen. Da kommt auch noch eine Animation für. Und an der Wand, wenn wir Leertaste, nur Leertaste an der Wand, dann drücken wir uns ab. Drücken wir aber gegen die Wand und Leertaste, ziehen wir uns an der Wand hoch. Jetzt nochmal ohne. Und jetzt nochmal mit einer Richtung. Seht ihr das? Das ist Wallslide. Jetzt der Wallrun. Funktioniert noch nicht ganz, offensichtlich. Was hatten wir noch? Double Jump ist in der Luft, nochmal springen. So. Ihr seht jetzt auch, der Gegner ist fast nicht sichtbar. Ich sehe ihn jetzt gar nicht mehr, er ist wahrscheinlich weggeflogen. Er kann uns aber auch nicht sehen. Da ist er. Da ist er. Hier, ganz, ganz... Zack, jetzt hat er uns gesehen. Ausrufezeichen, Fragezeichen verloren. Zack, da ist er wieder. Und dann können wir ein bisschen gegen ihn kämpfen. Und seht ihr ein Ausrufezeichen, Fragezeichen über den Kopf einer Fledermaus? Dann ruft sie gerade Hilfe. Wir haben schon ein Item eingesammelt. Das ist die Bad Claw. 25% Drop Chance und 10 Wurfschaden. Das bedeutet, wir können mit Q werfen wir dort, wo die Maus ist. So, ich werfe jetzt mal. Zack, abgeworfen. Hat aber leider nur 5 Schaden gemacht. Also 10 ist der Maximalschaden. Jetzt kommen wir unter Wasser. Ui, da sind Fallen. So. Hier sind die nächsten verfügbar. Ohne dieses Level kommen wir hier gar nicht lang, weil wir jetzt erst Walljump, ne? Also ich empfehle bei schmalen, also bei hier schmalen Lücken, einfach Leertaste spammen. Meine Tastatur ist ein bisschen älter, die reagiert nicht mehr so gut. Wir haben neue Skills. Einmal den Dash, der geht Steuerung und Richtung. Also ihr müsst immer erst Steuerung gedrückt halten und dann in die jeweilige Richtung. Autsch. Den Teleport, so. Das ist meine Lieblingsability im ganzen Spiel. Ihr steht hier und wollt jetzt sofort nach da. Da, wo eure Maus ist und ihr R drückt, wie Rabe, dort werdet ihr hin teleportiert. Zack, das braucht seinen Moment, ihr könnt es auch nicht direkt wieder tun. Und dort werdet ihr hin teleportiert. So, jetzt sagt ihr vielleicht, ja, was ist denn jetzt aber, wenn du hier, zum Beispiel hier in die Wand dich teleportieren willst? Hier, ich halte mal hier in die Wand rein. Ist ja eine Kollision. So, ich drücke R und zack, ich werde an den nächstgelegenen Point gespawnt. Mana Shield. Regeneration ist übrigens hier ein Skill, den ich freigeschaltet hatte. Mana Shield. So, M für Mana. Erzeugt ein Mana Shield, was alles absorbiert an Damage. Auch den hier. Ihr seht, das Mana Shield blinkt. Das kann aber kaputt gehen, also vorsichtig. Zack, zack. Wir kriegen keinen Schaden. Ich werde es so noch machen, dass Mana sich auflädt. Da kommt noch hier irgendwie eine Leiste hin, hier oder keine Ahnung wo. Die lädt sich auf. Wir müssen Seelen sammeln. Das heißt, wir töten andere Gegner und das wird prozentual zur Mana-Leiste hinzugefügt. Dann haben wir noch Thorns. Und jetzt überlegt mal, Thorns mit Mana kombiniert. 10% den Schaden, den ihr bekommt die Gegner zurück. Plus den Knockback. Zack, hier. Zack. Und jetzt überlegt mal Mana Shield. Die tötet sich einfach selber. Weil es sind nur 10%. Das heißt, ja, es ist gebrochen.
Gut, dann kommen wir zur Ult. Oh, da bin ich sehr dolle gespannt drauf. Oh, ich liebe diese Atmosphäre, ne? Jetzt drücke ich H. Ich werde voll geheilt. Und Pam! Die Fledermaus ist gestorben. Konnten wir jetzt leider nicht so gut sehen. Ich zeig's nochmal. Also, wir heilen uns instant voll. Komm runter, komm. Scheiß auf dich. So. Wir heilen uns instant voll und wir ziehen die ganzen Magiepartikel an uns ran und dann schleudern wir sie weg. Okay, also 70% Leben. Pam! Instant tot und 100% Leben. Aber das hat 5 Minuten Cooldown. Und ein Slime Minion, den habe ich schon implementiert. Rechtsklick soll ein Schleim geworfen werden. Ist noch Debug, ne? Also wird noch getestet, zack. Und dann kommt der Kollege hier raus und so, kann eigentlich Wände hochlaufen und so. Ihr könnt momentan so viel spawnen, wie ihr wollt. Oh nein. Die sollen einen helfen, also es kann immer nur einer gleichzeitig existieren. Also es gibt sehr viele Bugs noch in dem Spiel, wie ihr sehen könnt. So viel groß gibt es jetzt auch nicht mehr. Deshalb würde ich mich so unfassbar sehr über Hilfe freuen, über eine Community, die sich für dieses Spiel genauso sehr begeistert wie ich. Denn ich finde, das Spiel ist einfach unfassbar toll geworden bis jetzt und ich plane noch so viel mehr. Bossfights, eine richtige Story. Wegen dem Level-Design, ich stelle mir das so vor, und zwar gibt es Kapitel 1, ist eher so Einführung und in diesem Höhenschema gehalten. Und in Kapitel 1 geht man dann, ich zeige euch das mal kurz, das wäre Tür für Kapitel 1. Also ich plane, dass die Pixel immer anzeigen, wo eine neue Tür ist, wenn man eine freischaltet. Zack, dann geht man hier rein. So, jetzt kannst du Kapitel 1 spielen. Du kannst natürlich auch zurückgehen, das ist ja klar. So, das ist Level 1 von Kapitel 1. Dann spielen wir das mal schnell durch. So, das ist Level 2 von Kapitel 1. Und das ist wieder die Overworld. Da kommt dann noch Level 3, Level 4, Level 5. Und dann kommt irgendwann der erste Miniboss. Das wird so ein Slime-König sein oder sowas. Und das führt am Ende nach Besiegen des Slime-Königs, zum Beispiel nach dem Miniboss, wieder in die Overworld. Und von hier aus ist dann wieder eine neue Tür freigeschaltet, um ins nächste Kapitel, Kapitel 2 zu kommen. Wenn du Kapitel 1 durch hast. Du kannst aber jederzeit wieder Kapitel 1 wiederholen. Und kannst auch wieder zurück. Das geht natürlich. So stelle ich mir das vor. Ihr könnt hier Sachen reinschreiben. Denn ihr könnt Items versenden. Sagen wir mal, wir wollen uns ein Iron Nugget schicken. So, wir fügen die Player-ID hinzu, an die es gesendet werden soll. Zack. Es ist bei uns angekommen. Jetzt wird es bei dem anderen Spiel ankommen. Wenn der Spieler nicht online ist, dann wartet meine API, hält es auf so einer Warteliste, bis er sich einloggt. Dann kommt nämlich immer so, ey, Server, was gibt's alles für mich zu holen? So, Daily Items, Event Items vielleicht und gesendete Items. Das wird dann alles, dann guckt der Server, ah ja, ich habe hier das noch für dich, das noch für dich, das noch für dich. Ah, das hast du schon mal abgeholt, das auch. Okay, ja, nur die 3 Sachen. So funktioniert es dann. So, wir können uns... Da ist es. Genau. T. Mit irgendwo hinklicken oder mit Escape könnt ihr es schließen. Mit Tab öffnet ihr euer Inventar. Wir können natürlich, jedes Item hat einen Wurfschaden 5. Nachteil ist, der ist halt weg. Ne? Also das Item ist dann wirklich weg. So, das macht schon deutlich mehr Schaden. 6. Ach so. Wir verpulvern mal alles, was wir haben. Oh, was habe ich eingegeben? Das war zu viel. So, dann können wir sie aus der Ferne angreifen. Das ist ein sehr dynamisches Kampfsystem. Wenn euch dieses Spiel genauso sehr interessiert wie mich, schaut bitte auf meinem GitHub vorbei und auf meiner Website. Das würde mich riesig freuen. Ihr könnt natürlich auch gerne mal nachgucken, was gibt es so gerade für Items zum Abholen. Ja, ich würde mich riesig dolle freuen, wenn ihr mit dran entwickelt und eure Ideen einbringt, mitprogrammiert. Das würde mir sehr viel Spaß machen. Alleine, wenn ihr dieses Projekt mega feiert und da ein Potenzial seht und das
weiter verbreitet und Freunden zeigt, das würde mir schon so viel helfen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und wenn ihr mehr sehen wollt davon, dann schaut gerne bei meinem Kanal vorbei. Da mache ich sowas öfter. Habe gerade neu angefangen. Bis dann. Wir sehen uns.